In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Puppenschuhe zu Hause selber herstellen könnt. Das ist im Gegensatz zu meinen sonstigen Tutorials nicht ganz so einfach und schnell umzusetzen. Wir brauchen ein bisschen was an Vorbereitung und auch an Equipment, aber ihr habt euch das vielfach gewünscht und deswegen bekommt ihr das jetzt auch. Weil es diesmal ein bisschen mehr ist, habe ich für euch eine Materialliste erstellt und die könnt ihr euch herunterladen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Also, bevor wir anfangen können, müssen wir uns eine Form herstellen für den Schuh, weil der Schuh wird hergestellt, indem wir Leder nass formen und dazu braucht man eine Form. Und die Form stelle ich her aus Fimo Soft. Man kann auch andere Materialien nehmen, zum Beispiel Holz, wenn man ein Händchen hat für Holzarbeiten. Oder ich habe meine ersten Formen tatsächlich aus Salzteig gemacht und die dann lackiert, das geht auch. Aber wir nehmen heute jetzt dieses Fimo Soft und das kann man dann im Ofen ganz einfach aushärten. Genau. Dann braucht ihr natürlich Leder und das sollte ja maximal 1,2 mm stark sein. Wenn das zu dick ist, dann lässt sich damit schwieriger arbeiten. Für die Sohle könnt ihr auch Leder nehmen, wenn ihr möchtet, und einfach mehrere Schichten kleben. Oder ich verwende hier so ein Moosgummi. Das ist wie dieses Bastelmoosgummi, bloß ein bisschen dicker. Das hier hat 0,4 mm Dicke. Genau, dann solltet ihr eine Schneidematte haben, auf der ihr schneiden könnt, und ein Cuttermesser. Dann braucht ihr ein Maßband, ein normales Stück DIN A4 Papier und einen Bleistift. Das habe ich jetzt gerade nicht hier mit hingelegt, aber das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Dann braucht ihr Kraftkleber. Ich verwende hier so einen Alleskleber, der auch für Leder gut geeignet ist. Dann einmal ganz normales Haushaltsgummiband und dann braucht ihr eine Ahle. Und eine Ahle ist einfach so ein ganz spitzes Tool, womit man Löcher in das Leder stechen kann, um das dann mit der Hand zu nähen. Man kann das auch ohne Ahle machen, aber da macht man sich wirklich die Finger wund, weil das sehr, sehr schwierig ist, durch das Leder per Hand zu nähen, wenn man nicht die Löcher vorgestochen hat. Das heißt, es geht ohne Ahle, aber ich empfehle euch wirklich, euch eine Ahle zu besorgen. Die gibt es, glaube ich, so ab 3, 4 Euro online zu kaufen. Dann braucht ihr Garn und am besten eignet sich eigentlich Denim-Garn, also dieses etwas dickere Baumwollgarn. Das habe ich jetzt gerade nicht da. Ich verwende aber auch oft Nylon-Garn und nehme das zum Teil dann doppelt, damit die Nähte schön zu sehen sind. Oder wenn ihr gerne farbiges Garn haben möchtet, könnt ihr auch Stickgarn verwenden und hier einfach den Faden einmal in der Mitte teilen und dann mit einem dreifädrigen Garn nähen. Also das ist ein 6-fädriges Garn und das könnt ihr dann einfach durch 2 teilen und dann mit dem halben Garn sozusagen die Schuhe zusammennähen. Dann braucht ihr eine Handnähnadel, eine ganz herkömmliche. Und ihr braucht einen Schnitt. Ich stelle euch meinen Schnitt zur Verfügung. Den könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Ihr findet den unter diesem Video. Der Schuh, den ich hier mache, der passt meiner Puppe Momo und die hat eine Fußlänge von ca. 8 cm. Wenn ihr das für eine andere Fußgröße machen wollt, dann müsst ihr den Schnitt natürlich ein bisschen anpassen. Dann habe ich hier noch etwas, das nennt sich Reihenlocheisen. Das empfehle ich euch nur, wenn ihr wirklich plant, mehrere Puppenschuhe herzustellen. Das dient dazu, dass man die Löcher quasi für die Naht mit so einem Abstandhalter vorsticht, sodass die Löcher alle genau denselben Abstand haben. Das kann man auch per Augenmaß machen. Also es ist nicht notwendig, aber wenn man das öfter macht, dann ist es einfach praktisch. Wenn ihr Schnürschuhe machen wollt, so wie ich hier, das ist jetzt der eine Teil vom Schnürschuh, dann machen wir da nachher Löcher rein für die Schnürsenkel und dazu verwende ich ein Locheisen. Man kann auch so ein einzelnes Locheisen, das hier ist jetzt eine Locheisenzange, man kann auch so ein einzelnes Locheisen einfach kaufen und das dann mit dem Hammer da reinstanzen in das Leder, die Löcher. Auch das kann man natürlich mit der Schere reinschneiden, ist natürlich dann nicht so schön und rund. Und außerdem braucht ihr noch eine Papierschere, eine Stoffschere und ein Messer zum Schneiden des Fimos. Ich nehme so ein Küchenmesser und dann eine normale Backrolle zum Ausrollen. Und wenn ihr habt ein Stück Frischhaltefolie, das hilft so ein bisschen beim Glätten. Das ist nur eine Hilfe, das braucht man nicht unbedingt, aber das macht es einfacher, die Formen richtig schön glatt zu bekommen. Ja, das war an Materialien und jetzt legen wir los und für den Anfang brauchen wir unser Bleistift und unser DIN A4 Papier und ihr braucht einen Puppenfuß als Vorlage für die Form. So, und wir starten damit, dass wir uns unseren Fuß einmal auf unser Papier aufzeichnen und dazu stelle ich den auf die eine Seite des Papiers und zeichne mit meinem Bleistift da einfach einmal drum herum.
So, das wird quasi die Basis für unsere Form. Das heißt, auf diese Sohle modellieren wir gleich die Form mit Fimo. Die ist jetzt natürlich noch ein bisschen krakelig. Das heißt, ich gleiche mir die Form jetzt einmal aus und glätte mir die und gleiche die ein bisschen an. Und dazu gebe ich rundherum ca. 2 bis 3 mm dazu, damit der Fuß auch später schön Luft hat im Schuh und der Schuh nicht zu klein wird. Und gleiche mir natürlich diese Unebenheiten aus und auch hier diese Fußwölbung glätte ich ein bisschen, weil die für einen Schuh zu stark ausgeprägt ist. Ihr könnt euch diese Sohle, wie gesagt, herunterladen in der PDF unter diesem Video und dann auch einfach an eure Puppe anpassen und schauen, ob die ungefähr passt oder eventuell dann einfach ein bisschen noch was abschneiden oder dran fügen. So, und jetzt wollen wir das ausschneiden und dazu falte ich mein Papier einmal in der Mitte und schneide die jetzt doppelt aus, weil ich ja eine linke und eine rechte Sohle brauche. So, jetzt mache ich nochmal die Gegenprobe und schaue nochmal, ob mein Fuß da wirklich gut drauf steht und da rundherum auch ausreichend Platz ist. Und jetzt öffne ich mein Fimo und schneide mir 2 circa gleich große Stücke hier erstmal heraus. Das Fimo ist am Anfang etwas hart, das heißt, das muss man so ein bisschen weich machen zwischen den Händen. Und dann bringe ich das auf meine Papiersohle auf und drücke das so an, dass es genau mit dem Rand außen abschließt. So, das ist jetzt noch zu flach. Ihr könnt jetzt schon mal bei eurem Fuß den Spann messen. Und zwar einmal komplett drüber über den Fuß vom Tisch an gemessen. Das sind bei mir 9 cm etwa, etwas über 9 cm. Und die brauche ich hier in der Form natürlich dann auch vorne. Das heißt, ich muss hier noch ordentlich, was man sieht, muss hier noch ordentlich was aufbringen, um die entsprechende Höhe dann zu erreichen. Und ich modelliere immer beide Formen parallel. Das kann man auch anders machen, aber ich finde das einfacher, die gleichmäßig hinzubekommen, wenn ich die parallel aufbaue. So, und wenn ihr auf beide Sohlen die erste Schicht gleichmäßig aufgebracht habt, dann könnt ihr nochmal 2 Blöcke schneiden und die nächste Schicht aufbringen, solange bis wir das notwendige Volumen, also die Spannhöhe, erreicht haben. So, jetzt messe ich hier noch einmal. Ja, ist immer noch nicht ganz bei 9, aber geht schon in die Richtung. Ich schaue, dass ich hier vorne wirklich eine schöne Rundung hinkriege. Hier hinten brauchen wir die Rundung nicht. Hier können wir quasi oben das so ein bisschen abflachen. Das ist ja die Ferse, wo das Leder dann gerade hoch steht. Aber hier rum wollen wir das später ja wölben, sodass hier wirklich eine richtig schöne, runde Schuhspitze modelliert werden sollte. So, hier bin ich jetzt bei 9,5 mm. Mein Fußspann hatte etwa 9 mm. Das ist auch gut so, dass das hier ein bisschen höher ist, also dass man hier ein bisschen mehr Luft hat, damit der Schuh, wie gesagt, gut passt. Also einen halben Zentimeter könnt ihr da drauf rechnen, auf die Spannweite. Und jetzt geht es darum, möglichst beide Füße bzw. beide Fußformen wirklich gleichmäßig auszuarbeiten und vorne eine richtig schön gleichmäßige Rundung hinzukriegen, weil jede Delle, die ihr hier drin habt, die sieht man später auch im Leder. Deswegen ist das hier sinnvoll, sich Zeit zu nehmen und das richtig schön gleichmäßig auszuformen. Ihr könnt hier mit dem Messer auch von unten immer so gegendrücken. Das sollte wirklich an den Seiten richtig schön gerade hier hochgehen und sich dann zur Mitte hin runden. Und so kann man hier mit dem Messer auch von der Seite immer noch mal so ein bisschen gegendrücken, dann von unten noch mal drauf. Dann steht es hier wieder so ein bisschen über und dann kann man noch mal so ein bisschen gegendrücken, um eine schöne gleichmäßig steile Wand rundherum zu bekommen. Und auch hier hinten an der Ferse sollte das schön hoch stehen. Hier ist zum Beispiel noch ein bisschen wenig an der Ferse. Hier gebe ich gleich noch was zu, damit man auch hier hinten eine schöne gleichmäßige Rundung und wirklich, damit man auch hier wirklich gerade nach oben strebende Wände hat sozusagen an der Form. Und ich kann auch meine Messerseite hier nehmen, um das so ein bisschen zu glätten. Ihr könnt auch gerne noch mal ein breiteres Messer nehmen, wenn ihr so ein japanisches Messer, so ein Sushi-Messer oder ein Fleischmesser oder so habt. Dann kann man das sehr gut nehmen, um das schön gleichmäßig zu glätten und dann nicht immer die Kuhlen von den Fingerabdrücken drin zu haben. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, die richtig zu glätten und richtig gleichmäßig zu bekommen, dann könnt ihr jetzt ein Stück Frischhaltefolie zum Schluss noch mal drüber legen. Und zwar lege ich mir das hier einfach so von oben rüber und jetzt kann ich nämlich das Fimo ganz leicht ausstreichen und dadurch die Oberfläche noch besser glätten. Schaut dabei, dass ihr euch keine Falten reinreibt, also legt die Folie immer wieder neu an
weil sonst habt ihr diese feinen Linien. Das macht im Prinzip nichts, weil man das tatsächlich durch das Leder nicht durchsieht. Also sowas hier jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber diese feinen Linien, die drücken sich nicht ins Leder rein. Aber ja, wir wollen das natürlich so glatt wie möglich haben und dann kann man die Folie immer wieder so neu anlegen und die entsprechende Stelle dann glätten, indem man da einfach mit dem Finger so drüber streicht. Und wenn eure Formen schön gleichmäßig sind, dann könnt ihr die einmal vorsichtig zur Seite tun. Und jetzt fertige ich mir aus dem Rest von meinem Fimo 2 Unterplatten an, weil wir brauchen etwas, wo wir unsere Formen drauf fixieren. Und dazu rolle ich mir jetzt einfach eine dünne, gleichmäßige Platte aus, wo ich die dann später draufklebe, um die fixiert zu haben. Ich schneide mir das schon mal so schmal vor, dann muss ich nicht so viel kneten. Und zum Ausrollen lege ich mir ein Stück Frischhaltefolie drunter, weil sonst klebt mir das hier alles fest und dann kriege ich das später nicht mehr ab. Genau, und jetzt rolle ich das einfach zu einem länglichen Stück aus. So, und wenn ihr das zu einer ausreichenden Größe ausgerollt habt, dann könnt ihr euch das, wenn ihr möchtet, noch zurechtschneiden. Ich habe mir einfach so ein Stückchen Pappe zurechtgeschnitten, zu so einem Rechteck. Und da schneide ich jetzt einmal rundherum. Braucht man natürlich nicht, aber ich finde das schöner. So. Und jetzt kann ich eine meiner Formen hier vorsichtig draufsetzen. Da ist natürlich das Papier drüber, das heißt, die verbinden sich jetzt nicht. Aber wenn ich das so in den Ofen stelle gleich, dann habe ich zumindest die plane Oberfläche und kann das dann später darauf festkleben. Und genau dasselbe mache ich jetzt mit der zweiten Form auch. So, und jetzt entferne ich die Frischhaltefolie und gebe die Form in den Ofen für ca. 1,5 Stunden bei 110 Grad. Auf der Packung steht 30 Minuten, aber da unsere Form so dick und massiv ist, brauchen wir ein bisschen länger, um die richtig zu trocknen. Ja, jetzt sind die aus dem Ofen raus und sind richtig schön fest geworden. Und jetzt könnt ihr die hier einmal runternehmen und vorsichtig eure Papiersohle ablösen. Nicht wegschmeißen, die brauchen wir gleich noch. Und jetzt klebe ich mir einmal hier meine Form mit ein bisschen von dem Kraftkleber auf diese Bodenstücke. Und während das jetzt trocknet, fertigen wir uns einmal das Schnittteil für die Sohle an. Und dazu brauchen wir noch ein Stück DIN A4 Papier und unseren Bleistift. Und jetzt nehme ich mir hier die Papiersohle und zeichne mir einmal drumherum. Und zeichne mir jetzt hier eine Nahtzugabe von ca. 3 mm an. Und das ist jetzt mein Schnittteil für meine Schuhsohle und die schneide ich mir jetzt einmal aus. So, und bevor wir uns das jetzt aus Leder zuschneiden, müsst ihr, wenn eure Sohle kleiner oder größer ausgefallen ist als meine hier, dann müsstet ihr die restlichen Schnittteile noch einmal anpassen und das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar müsst ihr dazu einmal hier den Umfang der inneren Sohle messen, entweder indem ihr hier einmal mit dem Maßband drumherum messt, also die innere Linie, oder einfach um eure Fimo-Form einmal rummesst. Und das sind hier bei mir genau 24,3 cm Umfang. Und diese Schnittteile, wenn man die hier einmal unten vermisst, entlang dieser Linie, die hier eingezeichnet sind, dann ergibt sich aus allen 3 zusammen ein Maß von 25,5 cm. Das heißt, die Differenz ist genau 12 mm und die braucht ihr auch. Also wenn euer Schnittteil jetzt hier zum Beispiel 1 cm größer ist, also eure Sohle um 1 cm einen um 1 cm größeren Umfang hat von zum Beispiel 25,3 mm, dann müsstet ihr auch hier 1 cm insgesamt anfügen und das würde ich einfach am Schaft machen, indem ihr den hier hinten um genau einen halben Zentimeter jeweils verlängert. Also beide Schnittteile hier einmal 0,5 anfügt und auch hier einmal 0,5 cm anfügt. Dann habt ihr den 1 cm wieder drin. Wenn euer Umfang kleiner ist, also zum Beispiel 23 cm,
dann nehmt ihr hier einfach entsprechend viele Millimeter ab, so dass ihr immer auf eine Differenz von 12 Millimeter kommt. Wenn euer Maß sich hier um mehr als 2 Zentimeter unterscheidet, dann würde ich diese Schnittteile hier ein bisschen kleiner ausdrucken, damit der Schuh im Verhältnis nicht zu hoch wird. Das müsst ihr dann einfach mal ausprobieren. Aber die Differenz, auch wenn ihr einen viel kleineren Schuh habt, sollte immer 12 Millimeter sein. Also wenn ihr hier diese Maße alle zusammenrechnet und dann vergleicht mit dem Umfang eures Schuhs, dann sollten die Maße, die sich aus diesen 3 Schnittteilen ergeben, immer 12 Millimeter größer sein, weil in diesen 12 Millimeter eben die Nahtzugaben drin sind, die wir hier brauchen, um den Schuh zusammenzunähen. Gut, der nächste Schritt ist jetzt, das Leder zuzuschneiden und es nass zu formen mit unserer Fimo-Form. Und das machen wir nächste Woche im zweiten Teil unseres Tutorials.